Im Studio der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander. Herzlich willkommen. Hallo. Jetzt schon wird über die Sondierungsvereinbarung also gestritten, zumindest über die Auslegung, Rückweisung an den Grenzen. Kann sich Friedrich Merz überhaupt leisten, das nicht umzusetzen? War ein zentrales Wahlkampfversprechen. Naja, aber da sind zwei Dinge davor. Das eine ist die SPD und das andere ist die Rechtslage. Und beides hat man damals schon, als er so stark eingestiegen ist, gefragt, könnte dann schwierig werden. Und wenn man sich den Kompromiss im Detail anguckt, dann ist es schon so, dass die SPD sich bewegt hat. Die SPD sagt zum ersten Mal Zurückweisung oder unterschreibt es zum ersten Mal. Und die SPD ist bereit, zu allem mitzumachen, was in diesem Zustrombegrenzungsgesetz stand, worüber man sich im Wahlkampf noch so wahnsinnig gestritten hat. Also da hat die SPD sich stark bewegt. Und die SPD ist auch zur Zurückweisung bereit, allerdings nur, ich zitiere, in Abstimmung mit den Nachbarländern. So. Und das hatte Frau Merkel schon mal Horst Seehofer zugestanden. Und Horst Seehofer hat dann lange mit Österreich verhandelt. Und die Österreicher haben gesagt, wir nehmen aber keinen zurück. Und dann war es das. Deshalb, wer immer jetzt der Innenminister oder die Innenministerin wird, kann dann auch ihr Glück versuchen oder sein Glück. Das kann ja auch noch spannend werden. Das sind dann die Detailfragen, die dann bei den eigentlichen Verhandlungen erst vielleicht auch auf den Tisch kommen. Jetzt haben heute die Grünen gesagt, mit uns, wir unterstützen nicht die Zweidrittelmehrheit im Bundestag, im alten Bundestag. Wir sind da nicht reine Mehrheitsbeschaffer, wenn wir nicht vielleicht doch das eine oder andere kriegen. Also ist es finanzpolitische Vernunft oder ist es doch reines Kalkül, um beim Pokerspiel ein bisschen mehr rauszubekommen? Also aus staatspolitischer Vernunft ist es geboten, etwas zu machen bei der Bundeswehr, bevor die Sperrminorität von Links- und Rechtspopulisten greift und Putin sich ins Fäustchen macht. Das ist die Ausgangsposition. Dafür braucht man die Grünen. Wie ist man mit den Grünen umgegangen? Man hat sich nach der Wahl ihre NGOs vorgeknöpft. Man hat auf dem Aschermittwoch schmutzige Lieder gesungen. Man hat ein Sondierungspapier vorgelegt, wo das Wort Klima nicht auftauchte. Man hat Frau Hasselmann auf die Mailbox gesprochen, wie wir gerade schon gehört haben. Alles nicht die feine englische Art. Aber ehrlich gesagt, als ich das Sondierungspapier, dieses längere jetzt las, und da war drin, die CSU hat wieder eine Extrawurst, was sie immer Mütterrente nennen, gebraten. Da stand drin 7% Mehrwertsteuer auf Restaurantbesuche und der Agrardiesel wird wieder subventioniert. Da dachte ich auch, die Idee vom Sondervermögen war nicht, dass die CSU ihr Wahlprogramm umsetzen kann und die SPD, weil bei Rente wird ja auch nichts gemacht. Und also man hat schon viel darin investiert von Schwarz und Grün, die Grünen so richtig auf die Palme zu bringen, in der schlechtesten Zeit, die möglich gewesen wäre, weil jetzt braucht man sie. Und welche Folge kann diese Blockade jetzt für die mögliche Koalitionsbildung haben? Da drängt ja auch die Zeit. Jetzt muss man erstmal wieder die Grünen überzeugen. Verliert man da möglicherweise? Es gibt zwei Möglichkeiten. Also weil die Uhr tickt, weil der neue Bundestag tritt am 25. März zusammen, Entschuldigung. Also bis dahin geht es noch mit einer Zweidrittelmehrheit. Danach muss er mit den Linken reden. Also wenn Friedrich Merz nicht mit den Linken reden will. Und er kann eigentlich nicht mit den Linken reden, weil im CDU-Programm, im Grundsatzprogramm steht ein Unvereinbarkeitsbeschluss. Was die Grünen ihm aber heute empfohlen haben. Ja, dann muss er jetzt ganz schnell mit den Grünen reden. Und die Grünen werden, während wir reden, in einer Fraktionssitzung ein eigenes Gesetz beschließen. Und dann kann Friedrich Merz seinen Kompromiss mit der SPD neben die Vorstellung der Grünen legen und dann kann man gucken, wo man sich trifft. Aber gerade wegen dieser Zeitfrage kann es nicht sein, dass es auch Klagen gibt, dann gegen einen Beschluss im Bundestag, die gute Chancen auf Erfolg haben. Sowas hatten wir ja schon mal vor kurzem im vergangenen Jahr, wo die gesagt haben, ja, die Zeit reicht nicht aus. Habt ihr recht, dieser Klage geben wir statt. Ja, das haben aber jetzt nicht die Grünen ausgelöst. Nee, natürlich nicht. Die Klagen hätte es sowieso gegeben. Die kommen auch. Bärbel Baas rechnet damit. Ja, die lehnen sich an das Urteil, das Thomas Heilmann, also ein Christdemokrat, gegen das Heizungsgesetz erstritten hat. Und das sagt im Kern, der Abgeordnete muss selber die Chance haben, das zu verstehen, worüber er abstimmt. Ja, jetzt auch ganz gut. Ja, ganz gut. Und wenn die Angelegenheit komplexer ist, braucht er etwas mehr Zeit. Ja, jetzt noch die Frage, was passiert eigentlich mit all dem Geld? Werden da nicht von den Neukoalitionären einfach die Probleme zugeschüttet, die wir haben? Am Ende fließen die dann in ganz andere Projekte als das, was jetzt zugesagt ist. Kann man das irgendwie sicherstellen, dass ein Sondervermögen nicht zweckentfremdet wird? Naja, also A, gibt es ja die Idee, die Gelder für die Bundeswehr ab einer bestimmten Anteil dann von der Schuldenbremse freizustellen. Und das kann man schon machen. Da wollen die Grünen jetzt einen erweiterten Sicherheitsbegriff, den Zivilschutz da rein. Ich hoffe, Sie kommen nicht auf die Idee, auch zu sagen, Entwicklungshilfe ist Sicherheit. So, und das andere ist ein Sondervermögen Infrastruktur, 500 Milliarden. Und das ist eigentlich so die Kiste für alles. Ja? Da kannst du eine Kita, eine Brücke und wie wir jetzt schon... Also das läuft ja so, aus dem Sondervermögen werden Dinge finanziert, die sowieso hätten finanziert werden müssen. Davon wird Geld frei und das geht in die Extrawürste von SPD und CSU. Und das geht nicht.
Deshalb kann ich die Grünen verstehen. Und der gesunde Menschenverstand spricht dafür, zu sagen, zusätzliche Infrastrukturinvestitionen. Und dieses Wort zusätzliche, darauf sollten alle gucken. Und haben die Grünen nicht genau damit einen Punkt und verändern sie damit möglicherweise jetzt die Koalitionsziele ein wenig? Naja, wie gesagt, die Grünen haben einen Punkt, dass nicht die Idee war, Geld aufzunehmen, damit CSU und SPD sich glücklich fühlen. Das war nicht die Idee. Aber die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs, den die Grünen vorschweben für den Überschreitungsbeschluss, da bin ich ein bisschen skeptisch. Und auch die Idee, das in der nächsten Legislaturperiode mit den Linken zu machen, da würde ich auch vorwarnen, weil die haben auch viele Ideen, von denen die meisten nicht gut sind. Und die auch viel Geld kosten. Ja, aber hallo. Corbyn Alexander, ganz herzlichen Dank für die Analyse hier im Gerne. Studio.